Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr dieses schöne Muster selbst machen könnt. Es besteht aus einem Granny Square Muster, das ich im Internet gefunden habe, was dort kostenlos zur Verfügung steht. Ich werde euch einen kleinen Teil davon zeigen, damit das Video nicht zu lang wird. Den Link hierzu packe ich euch dann in die Infobox. Ich habe mich für diese Variante des Musters entschieden. Das geht auch in anderen Musterarten zu häkeln. Das Ganze gehäkelt mit der Nadelstärke 3 mit einem einfachen Acrylgarn. Es gibt verschiedene Seiten von dem Muster, wie man ausdrucken kann. Man kann das auf verschiedene Art und Weise weiterarbeiten. Ich habe mich für die Quadratform entschieden, dass das Ganze dann verschiedene Quadrate ergibt, woraus man schön eine Decke machen kann. Wo haben wir es? Einen Moment, ich schaue mal. Ich habe mir nämlich alle Seiten ausgedruckt. So, genau, dieses Muster habe ich gewählt. Das Ganze sieht dann aus wie ein Quadrat. Die Form ist echt total schön, besonders wenn man das Ganze bunt macht. Dann wollen wir mal anfangen. Als erstes macht ihr einen Magic Fadenring. Hierzu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, falls jemand nicht weiß, wie das Ganze funktioniert. In diesem Magic Ring arbeiten wir 3 Luftmaschen fürs erste Stäbchen, eine Luftmasche für die erste Lücke, ein weiteres Stäbchen in den Magic Ring. So haben wir ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Nun folgen 3 Luftmaschen für die Lücke zum nächsten Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen und das Ganze wiederholen wir in diesem Magic Ring insgesamt 4 Mal, dass wir 4 Mal ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen, 3 Luftmaschen, dann nochmal ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen, 3 Luftmaschen. Das Ganze insgesamt dann 4 Mal. So, das letzte Stäbchen, 3 Luftmaschen. Jetzt können wir den Magic Ring schließen. Einmal dicht. Und nun kann man das schön erkennen, ja, stechen wir 1, 2, 3 in die oberste Masche unserer 3 ersten Luftmaschen an und haben somit unser erstes Quadrat. Nun folgt die nächste Runde. 1, 2, 3 Luftmaschen fürs erste Stäbchen. Nun folgt eine Lücke, in diese folgt ein Stäbchen. Auf das Stäbchen wieder ein Stäbchen arbeiten. Nun folgt die große Lücke mit den 3 Luftmaschen. Dort kommen 2 Stäbchen rein. Jetzt wieder 1, 2, 3 Luftmaschen, um die Ecke zu kommen. Nun haben wir wieder eine Reihe vor uns. 2 in dieselbe Lücke arbeiten für die Ecke. Auf jedes Stäbchen ein Stäbchen arbeiten. Und in der Lücke zwischen unseren beiden Stäbchen folgt auch ein Stäbchen. So haben wir in der Reihe insgesamt 7 Stäbchen. In jedes Stäbchen ein Stäbchen, in die Lücke zwischen den beiden Stäbchen ein Stäbchen und in die große Lücke 2 Stäbchen. Dann sieht man, hier entsteht dann die Ecke. Insgesamt in dieser Reihe sind es 7 Stäbchen. 1, 2, 3, um die Ecke zu kommen, 3 Luftmaschen. Und das Ganze arbeiten wir dann rundherum. In die große Lücke folgen wieder 2 Stäbchen, auf Stäbchen ein Stäbchen arbeiten, na komm schon, zwischen den beiden Stäbchen ein Stäbchen, auf Stäbchen ein Stäbchen, auf die große Lücke 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen
und das Ganze wie gesagt einmal rundherum. So entsteht dann die Quadratform. Mit einer Kettmasche anschlingen und schließen. So sieht unser Quadrat jetzt aus in der zweiten Runde. So, in der nächsten Runde werden nun Stäbchen einzeln gearbeitet mit einer Auslassen und eine Luftmasche. In den großen Lücken folgen dann 2 Stäbchen mit 3 Luftmaschen als Lücke dazwischen. Als erstes nehmen wir aber einen Farbwechsel vor. Für den Farbwechsel nehme ich mein Anschlingen nochmal raus. Wer möchte, kann das auch gerne in einer Farbe machen. Ich werde jetzt mal in Weiß wechseln. Ich habe das Anschlingen rausgenommen, dass ich jetzt meinen andersfarbigen Faden nehmen kann und diesen zum Anschlingen und Anketten benutze. So sieht der Übergang einfach dann sauberer aus. Ich ziehe mir jetzt meinen neuen Faden durch, kette damit an, habe jetzt Weiß auf der Schlaufe. Mit diesen arbeite ich jetzt auch weiter, damit man sozusagen den Farbwechsel hat. Wir machen 3 Luftmaschen fürs erste Stäbchen. Nun folgt eine Luftmasche für die erste Lücke. Wir lassen das untere Stäbchen aus, stechen ins danach folgende ein, machen ein Stäbchen, wieder eine Luftmasche, eine auslassen, ins nächste einstechen, ein Stäbchen, eine Luftmasche. Jetzt befinden wir uns gleich in der großen Lücke. Dort kommt ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und in dieselbe Lücke nochmal ein Stäbchen arbeiten. Nun folgt in die erste ein Stäbchen, dann wieder eine Luftmasche, eine auslassen, ein Stäbchen, eine auslassen, eine Luftmasche, ein Stäbchen und das Ganze wiederholt sich Reihe für Reihe, sodass wir pro Reihe, wenn wir oben zählen, insgesamt 6 Stäbchen in der Reihe haben. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Jetzt sind wir wieder von Ecke zur Ecke. 3 Luftmaschen, in dieselbe Lücke ein Stäbchen arbeiten. Und so arbeitet ihr nach dem Muster einmal rundherum. In die erste 1, 2 und 3 von unseren Luftmaschen einstechen, anschlingen und schließen. So sieht euer Granny Square jetzt aus, wenn wir die Runde 3 beendet haben. So, in der Runde 4, der Faden kann ab. Na,
So, in der Runde 4 arbeiten wir nun auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, in jede Lücke ein Stäbchen und in unserer großen Lücke dann wieder 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen, dass wir pro Reihe insgesamt dann 15 Stäbchen gearbeitet haben. 3 Luftmaschen fürs erste Stäbchen, in die folgende Lücke ein Stäbchen, auf das Stäbchen ein Stäbchen und das Ganze arbeiten wir einmal rundherum. Wenn wir in unserer 3 Luftmaschenlücke, unsere große Lücke an unserer Ecke angelangt sind, folgen nun 2 Stäbchen in diese Lücke. Wir arbeiten wieder 3 Luftmaschen. 1, 2 und 3 und wieder 2 in die große Lücke und wieder jedes Stäbchen einzeln arbeiten und jede Lücke je ein Stäbchen arbeiten. So haben wir in der Reihe, wenn wir diese von Ecke zu Ecke zählen, insgesamt 15 Stäbchen, die wir arbeiten. Das Ganze dann einmal rundherum. Mit einer Kettmasche anschlingen und schließen. So sieht unser Granny Square nun aus, wenn wir die Runde 4 beendet haben. In der nächsten Runde arbeiten wir nun unsere kleinen Quadrate von derselben Farbe, also hier in Weiß, dann mit dran. So, eine Luftmasche, dann können wir den Faden abschneiden. Die Fäden können wir später noch vernähen.
Und jetzt folgen unsere kleinen Granny Squares, die wir an jede Ecke arbeiten. Und zwar, wie hier in der Mitte, der erste Teil, werden nun kleine Granny Squares gearbeitet. Das heißt, der erste, zweite Schritt sozusagen wiederholt sich nun. Wir machen wieder unseren Magic Fadenring und arbeiten, unseren Magic Fadenring, 3 Luftmaschen wieder fürs erste Stäbchen, eine Luftmasche für die Lücke und so arbeiten wir den Schritt 1 in unserem Muster wie am Anfang noch einmal nach, damit wir ein kleines Granny Square sozusagen haben, was wir dann mit an die Ecke arbeiten. Also wir arbeiten wieder mit Runde 1, Magic Ring, ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen, 3 Luftmaschen, das Ganze wieder 4 Mal. Mit einer Kettmasche anschlingen und schließen. So haben wir den mittleren Teil, unseren ersten Teil schon mal. Jetzt folgt wieder der zweite Teil, den man hier sehen kann. Dieser wird dann an die Ecke mit angekettet. Wir arbeiten in jeder Reihe wieder 6 Stäbchen. Und wenn wir an einer Ecke angelangt sind, schlingen wir diese dann an unser großes Muster mit an. Das zeige ich euch dann gleich. Erstmal arbeite ich eine Runde um die Ecke herum. Das ist der Schritt 2, den wir vorhin hatten. So. Ich arbeite mich jetzt vor, bis ich an der nächsten Ecke angelangt bin und schlinge dann dieses, wie gesagt, an unser großes Granny Square mit an und das werde ich euch gleich zeigen. So, wir sind an der großen Lücke angelangt, ein Stäbchen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Wir haben unsere 2 Stäbchen gemacht, wir befinden uns jetzt in der Lücke. Nun werden wir das Ganze anschlingen und zwar von hinten. Wir legen unser Quadrat auf das andere Quadrat, wo unser zweites Stäbchen in der anderen Seite ist und machen eine Kettmasche. Das heißt, beide Stäbchen in der Lücke von der letzten Seite liegen nun aufeinander. Nun folgen keine 3 Luftmaschen, sondern wir arbeiten jetzt die nächsten 2 Stäbchen in die Lücke. Wir arbeiten ein Stäbchen. Dieses Stäbchen kommt nun auf das Stäbchen unten drunter und wird wieder mit einer Kettmasche angeschlungen, sodass Stäbchen an Stäbchen ist von der Lücke aus, parallel dazu. Ein weiteres Stäbchen in die große Lücke und nun wieder nach dem Muster arbeiten von unserer Vorlage. Wieder die Reihe beenden mit 6 Stäbchen pro Reihe. Ich werde das Ganze gleich auch noch einmal zeigen, wie man das anschlingt. Und nun arbeiten wir nach dem Muster einmal das Quadrat zu Ende rundherum. Mit einer Kettmasche anschlingen und schließen. Nun haben wir unser Quadrat an unsere Ecke dran gearbeitet. 1, 2, 3 fehlen noch. Das Ganze wiederholt sich dann vom Muster her. Ich hoffe, man konnte das gut erkennen. Den Faden können wir abschneiden, da wir dann mit einer weiteren Farbe rundherum arbeiten. Jetzt arbeiten wir unser zweites Quadrat wieder von
unseren ersten Standpunkt aus mit unserem Magic Fadenring. Arbeiten wir wieder vom Anfang. 3 Luftmaschen, eine Luftmasche für die Lücke und unsere Stäbchen. 3 Luftmaschen, ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen, 3 Luftmaschen, das Ganze dann wieder insgesamt 4 Mal und dann folgt die Runde 2. Diese wird dann wieder an unserer Ecke angeschlungen und das zeige ich euch dann gleich. Mit einer Kettmasche anschlingen und schließen. Jetzt folgt die zweite Runde, wo wir 7 Stäbchen hier arbeiten und diese hier mit anschlingen. 3 Luftmaschen fürs erste Stäbchen, in jede Lücke ein Stäbchen, in den Ecken 2 Stäbchen arbeiten. 3 Luftmaschen und wieder 2 in dieselbe Lücke und jedes einzelne Stäbchen arbeiten, in jede Lücke ein Stäbchen, sodass auf der Reihe wie bei der Runde 2 7 Stäbchen sich befinden. Wenn wir anschlingen, lassen wir die 3 Luftmaschen natürlich weg für unsere Lücke. So. Jetzt kommt das hier an die Ecke. Wir klappen das Ganze wieder nach unten. Wir nehmen unser letztes Stäbchen, stechen dort ein, eine Kettmasche. Jetzt haben wir Stäbchen auf Stäbchen, keine 3 Luftmaschen, ein Stäbchen arbeiten, auf der anderen Seite das erste Stäbchen von der Lücke nehmen, anketten und wieder ein Stäbchen in dieselbe Lücke. Und nach dem Muster jedes Stäbchen, jede Lücke ein Stäbchen, damit das wieder 7 in einer Reihe sich befinden. Und das Ganze wieder nach dem Muster zu Ende arbeiten. Anketten und schließen, eine Luftmasche, dann kann auch dieser Faden wieder ab. Jetzt haben wir 2 Granny Squares an unseren Ecken gearbeitet. Nun jetzt noch das dritte und das vierte. Dann erfolgt wieder unser Farbwechsel. So, in der nächsten Runde arbeiten wir rundherum um alle Granny Squares. Ich nehme jetzt wieder einen Farbwechsel vor. Ihr könnt das in den Farben machen, wie ihr möchtet. Am Anfang sieht man ja, habe ich meine Decke auch super bunt gehalten, was dem ganzen Muster einfach mehr Tiefe verleiht. Ich nehme jetzt hier wieder meinen Türkis-Grünton, den ich hier in der Mitte auch benutzt habe, und schlinge das Ganze in einer großen Lücke einfach an. 3 Luftmaschen fürs erste Stäbchen und wir befinden uns oben an der Ecke von unserem Granny Square und arbeiten nun eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine auslassen, ein Stäbchen. Meinen Anfangsfaden von Weiß nehme ich mit, so kann ich den nachher abschneiden und benötige diesen dann nicht zu vernähen.
immer eine Luftmasche, eine auslassen, ein Stäbchen, dass wir in der Reihe dann insgesamt 6 Stäbchen haben, bis wir zur nächsten größeren Lücke angelangt sind. Eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine auslassen. Eins, zwei, drei, 1, 2, 3, 4, 5. Einmal noch. Kurz mal nachzählen. Genau 6 Stück müssen es in der Reihe sein. Dann sind wir wieder in der nächsten größeren Lücke angelangt. Da habe ich mich einmal verzählt. Entschuldigung, da habe ich meine Lücke vergessen. Weil wir lassen ja immer eine aus. Eine Luftmasche, eine auslassen, ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine auslassen, ein Stäbchen. Dann befinden wir uns in der großen Lücke. Darin 1, 2, 3, 4, 5 und 6, genau. Jetzt haben wir 6 Stäbchen in einer Reihe. Nun befinden wir uns an der Ecke in der großen Lücke. Nun folgen wieder 3 Luftmaschen. 1, 2 und 3. In dieselbe Lücke folgt nun wieder ein Stäbchen. Da wir nun nach unten arbeiten, zu unserem großen Granny Square, müssen wir darauf achten, dass in dieser Reihe nur 4 Stäbchen sind. Und zwar ein Stäbchen in dieselbe Lücke, aufs erste Stäbchen, was wir von der Nadel aus sehen, ein Stäbchen arbeiten, eine Luftmasche, eine auslassen, in die nächste ein Stäbchen arbeiten, eine Luftmasche, eine auslassen, in die darauf folgende ein Stäbchen. Jetzt haben wir 4 Stäbchen gearbeitet. Jetzt lassen wir die von der Ecke hier, damit wir eine Ecke formen können, jeweils 2 Stäbchen unten liegend. Man kann die sehen, 1, 2, 1, 2. Die lassen wir aus, damit wir eine Ecke formen. Stechen dann in das erste Stäbchen von unten, man kann das parallel gut erkennen, ein Stäbchen. Somit formen wir hier, wie man erkennen kann, eine Ecke, dass wir das Ganze in Quadratform arbeiten können. Das heißt, das erste Stäbchen von unten bei der Lücke stechen wir ein. Wir arbeiten jetzt nach dem Muster weiter, und zwar wieder ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine auslassen, ein Stäbchen. In dieser Reihe sind es dann wieder 6 Stäbchen, die wir zählen können. Dann folgt wieder eine Ecke, wo wir 4 Stäbchen wieder auslassen. Ich hoffe, man kann das sehen. 1, 2, 3, 4. Das sind diese in der Lücke sich befindenden Stäbchen. Das erste Stäbchen, wo drunter wieder ein Stäbchen ist, arbeiten wir ein Stäbchen. Nach oben hoch sind es wieder 4 Stäbchen in der Reihe. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und genau, wir arbeiten wieder nach oben. Nun folgen wieder 4 Stäbchen in der Reihe. Ein Stäbchen in die Lücke. 3 Luftmaschen. Und in dieselbe Lücke wieder ein Stäbchen. Dann sind wir oben an unserem Rand von dem Granny Square wieder angelangt. In dieser Reihe sind es dann wieder 6 Stäbchen pro Reihe. So kann man das Ganze sehen. Und jetzt arbeitet ihr nach dem Muster einmal das Ganze rundherum.
So sieht das Ganze jetzt aus, wenn wir diese Runde beendet haben. Nun folgt die nächste Runde. Oben auf unserem Granny Square folgen pro Reihe insgesamt dann 15 Stäbchen. Wir arbeiten auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, in jede Lücke ein Stäbchen, in jede große Lücke arbeiten wir wieder 2 Stäbchen. Am oberen Rand sind es insgesamt dann 15 Stäbchen. Wenn wir nach unten arbeiten und unsere Ecke sozusagen arbeiten, damit das Ganze in eine Quadratform kommt, folgen dann 7 Stäbchen pro Reihe. In der obersten sind es, wie gesagt, 15. Jetzt bin ich in meiner großen Lücke. Dort folgen 2 Stäbchen in dieselbe Lücke von unserem Muster. Ich muss selbst jetzt noch mal kurz nachzählen. Genau, hier insgesamt 15 Stäbchen in dieser Reihe, 2 in die große Lücke, 3 Luftmaschen für die Lücke. Nun folgt nach unten insgesamt 7 Stäbchen in der Reihe und wir lassen dann wieder Stäbchen, die unteren liegenden, aus, machen dort ein zusammen abgemaschtes Stäbchen, damit dann die Ecke entstehen kann, damit die Kante sozusagen entsteht. Also 2 Stäbchen in dieselbe Lücke, in die große, ein Stäbchen aufs Stäbchen, ein Stäbchen in die Lücke, Stäbchen auf Stäbchen, ein Stäbchen in die Lücke, jetzt haben wir hier unsere Ecke. Wir haben unser Stäbchen nicht komplett gearbeitet, die 2 Stäbchen lassen wir aus. In dieses dort Stäbchen, in das dritte, stechen wir ein und machen ein zusammen abgemaschtes Stäbchen. In der unteren Reihe folgen dann wieder, wenn wir das mitzählen, insgesamt 7 Stäbchen. Wir arbeiten nun in der Reihe, wie gesagt, 7 Stäbchen, bis wir wieder an unserer Ecke angelangt sind und machen dort wieder ein zusammen abgemaschtes Stäbchen. Wir arbeiten das Stäbchen nicht komplett, lassen unsere Lücke und ein zusammen abgemaschtes Stäbchen für die Ecke. Diese 2 unteren werden ausgelassen. Nun arbeiten wir uns die Reihe nach oben. Da befinden sich wieder 7 Stäbchen anhand unseres Musters auf dieser Reihe. In jedes Stäbchen ein Stäbchen, auf jedes Stäbchen ein Stäbchen und in die Lücke 2 Stäbchen. 3 Luftmaschen für die Lücke und in der oberen Reihe sind es dann wieder 15 Stäbchen in der Reihe. Und so arbeitet ihr anhand des Musters einmal komplett rundherum. So, 2 Stäbchen in die Lücke, 3 Luftmaschen. So sieht das ganze Muster jetzt aus. Ihr arbeitet immer in den Hochreihen 15 und in den Ecken immer jeweils 7 Stäbchen. Einmal rundherum nach dem Muster weiterarbeiten. Dann seid ihr in dieser Form nun angelangt. Man kann schon schön erkennen. Wir arbeiten nun diese Granny Squares
noch an unseren Muster wieder dran, wie wir das davor auch mit den weißen gemacht haben. 1, 2, 3 und 4 Mal dieses Muster einmal an unseren Ecken wieder dran arbeiten, anhand unseres Musters, so wie wir das von Anfang an gemacht haben. Da ist Nummer 1. Man kann das, glaube ich, jetzt schon so schön erkennen, dass es dann diese Form nach außen gezogen ergibt. An jede Ecke die Granny Squares dran arbeiten und dann einfach nach dem Muster weiterarbeiten. So sieht das Ganze nun aus, wenn wir alle 4 Granny Squares dran gearbeitet haben. Ich zeige euch das jetzt mal von weiter oben. Und so funktioniert das ganze Muster. Ihr braucht jetzt einfach nur weiterzuzählen, anhand des Musters weiterzuarbeiten. Wenn ihr möchtet, kann ich dazu aber auch gerne ein weiteres Video machen. Schreibt es mir, wenn ihr möchtet, gerne mal in die Kommentare. Damit das Video, wie gesagt, hier nicht zu lang wird, mache ich hier mal einen Cut und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.